In Deutschland befinden sich Dutzende außergewöhnliche und ungewöhnliche Reiseziele. Ob sagenumwobene Schlösser, bizarre Naturwunder, prächtige Seen oder beeindruckende Bauwerke, an schrillen, atemberaubenden oder schaurigen Orten und Sehenswürdigkeiten mangelt es sicherlich nicht. Wir nehmen Sie mit auf eine rasante Tour zu den außergewöhnlichsten Urlaubsorten Deutschlands. Los geht's! 1. Triberger Wasserfälle in Baden-Württemberg. Im kleinen Städtchen Triberg im Schwarzwald befindet sich der höchste Wasserfall Deutschlands. Das Wasser stürzt hier aus ganzen 163 Metern in die Tiefe. Die verschiedenen Stufen, mit insgesamt 7 Kaskaden, der Triberger Wasserfälle sind gut begehbar und eignen sich bestens für einen Ausflug bei Ihrem Kurzurlaub im Schwarzwald. Mitten in der Natur, aber trotzdem gleich neben dem Ortskern von Triberg. Der Haupteingang zu den Wasserfällen ist von der Stadtmitte aus leicht und schnell per Fuß zu erreichen. Aber auch 4 weitere Eingänge bieten Ihnen die Möglichkeit, von allen Seiten zu den Wasserfällen zu gelangen. Beschilderte Parkplätze finden Sie im Stadtgebiet. Die Wasserfälle sind abends bis ca. 22 Uhr beleuchtet und bieten einen faszinierenden Anblick. Das ist schon ganz gewaltig und auch nach langen Frostperioden im Winter ein traumhaftes Naturschauspiel, wenn die einzelnen Kaskaden des Wasserfalls schwer mit Eis behangen sind. 2. Der Teufelstich in Rheinland-Pfalz. Der bekannte Teufelstich im Pfälzerwald darf in unserer Liste der außergewöhnlichen Reiseziele in Deutschland nicht fehlen. Der Hinterweidenthaler Teufelsstich entstand mit Bildung der ersten Sandsteinschichten vor ca. 250 Millionen Jahren. Dieses Naturdenkmal aus Buntsandstein zählt zu den Top 10 der Naturwunder Deutschlands und ist das Wahrzeichen der Urlaubsregion Hauenstein. Im Pfälzerwald gibt es mehr als 20 solcher Pilzfelsen, die allerdings alle wesentlich kleiner sind. Der Teufelstich steht auf einer Höhe von 284 m, etwa 400 m südlich der Bundesstraße 10 und westlich von Hinterweidenthal-Kaltenbach. Der Fels überragt die ihn umgebende Bewaldung auffallend. Nachts wird er von der Nordseite hier so beleuchtet, dass er von der B10 aus zu sehen ist. Am Fuß des Berges, auf dem der Teufelstich steht, liegen ein Parkplatz sowie ein Ausflugslokal. In seiner Umgebung wurde 2009 der Erlebnispark Teufelstich mit Riesenrutsche, Felsenmeer und Wasserspielplatz angelegt. Der Teufelstich darf von Kletterern erklommen werden. Ganzjährig zugänglich. 3. Hängeseilbrücke Geierli in Land Rheinland-Pfalz. Die Hängeseilbrücke Geierli ist eine Fußgängerseilbrücke, liegt im Hunsrück und überquert das Mörsdorfer Bachtal. Mit 360 m Länge war sie bis 2017 die längste Hängeseilbrücke Deutschlands. Danach ging dieser Rang an die Titan RT an der Rappbodetalsperre. Die maximale Höhe über dem Boden beträgt knapp 100 Meter. Die Brücke ist 80 cm breit. Das Eigengewicht liegt bei 62 Tonnen. Die Brücke trägt maximal eine Last von 50 Tonnen, was in etwa 600 Personen bei einem angenommenen Durchschnittsgewicht von 80 Kilogramm entspricht. Die Brücke ist eine Attraktion für Schwindelfreie und Abenteurer und erstreckt sich über ein bewaldetes Seitental der Mosel zwischen Mörsdorf und Soßberg entlang des Saarhunsrücksteigs. Die Fundamente der beiden Brückenköpfe stecken 25 Meter tief im Felsen. Rund um die Geierli führen verschiedene Rundwege zwischen 3 Kilometer und 6 Kilometer Länge. Ideal also für einen kurzen Sonntagsspaziergang. Wer sich nicht über die Brücke traut, hat jederzeit die Möglichkeit, über eine Abkürzung wieder an den Ausgangspunkt zu gelangen. 4. Der Blautopf in Blaubeuern in Baden-Württemberg. Der Blautopf liegt am Ostrand der Schwäbischen Alb im Norden der Stadt Blaubeuern, 16 Kilometer westlich von Ulm. Der Blautopf ist bekannt für die je nach Lichteinfall mehr oder weniger intensive, aber immer auffallend blaue Farbe seines Wassers. Dieser Farbeindruck entsteht durch Relistreuung von Tageslicht an wenige Nanometer großen Kalkpartikeln, die im Wasser der Quelle enthalten sind. Durch deren geringe Größe wird blaues Licht bevorzugt gestreut und erzeugt das blaue Leuchten. Nach ihrer mittleren Schüttung ist es die zweitgrößte Karstquelle der Schwäbischen Alb und hinter dem Achtopf die zweitstärkste Einzelquelle in ganz Deutschland. 2. Das Einzugsgebiet des Blautopfs ist etwa 160 Quadratkilometer groß. Der hohe Wasserdruck hat im Laufe der Zeit einen trichterförmigen Quelltopf mit einem Durchmesser von etwa 40 Metern an der Oberfläche ausgespült, der bis in eine Tiefe von 21 Metern reicht. Der Wasserspiegel des Blautopfs liegt auf 512 μ. Im Volksglauben galt der Blautopf als bodenlos. Das Ironische an diesem Ort ist, dass sich ein weiteres, viel größeres Naturwunder direkt unter der Quelle befindet. Am Grund der Quelle, in 20 Meter Tiefe, versteckt sich ein knapp 1,5 Meter breiter Gang, der in ein monumentales und sogar größtenteils trockenes Höhlensystem führt. 5. Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg. Das Schloss Hohenzollern thront nur 65 Kilometer von Stuttgart entfernt auf dem Gipfel des Hohenzollern über der weitläufigen Landschaft. Das Märchenschloss ist eines der meistbesuchten Schlösser Europas und eines der besten Ausflugsziele in Baden-Württemberg für Kinder und Erwachsene. Das Schloss Hohenzollern ist eine von 3 Burgen auf 3 nahegelegenen Gipfeln. Man sollte also unbedingt eine zweite Burg besuchen, um einen wirklich spektakulären Blick auf die Burg Hohenzollern zu erhaschen.
Die Burg Hohenzollern ist nach wie vor Privateigentum. Sie gehört zu 2/3 der brandenburgisch-preußischen Linie des Hauses Hohenzollern, zu einem Drittel der schwäbischen Linie. Seit 1952 wurde die Burg zusätzlich mit Kunstgegenständen und Erinnerungsstücken zur preußischen Geschichte aus dem Besitz der Familie und dem ehemaligen Hohenzollern Museum im Schloss Monbijou museal ausgestattet. Die Burg Hohenzollern bietet Führungen durch die Schau- und Prunkräume der Burg an und ist heute mit über 300.000 Besuchern pro Jahr eine touristische Attraktion. Im Jahr 2015 war die Burg Kulisse für die Dreharbeiten des Eine-Psychothrillers. Im Jahr 2016 fanden auf der Burg die Außenaufnahmen der Kinderserie Eine lausige Hexe statt. Die Burg verkörpert in der Serie die Graustein-Akademie für Hexen. Wenn euch das Video gefallen hat, können Sie einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn Sie Videos zu viele interessanten Fakten über Deutschland sehen möchten, finden Sie Links in der Beschreibung. Bis nächste Woche, wenn wir weiter virtuell durch die ungewöhnlichsten und außergewöhnlichsten Orte Deutschlands besuchen, können Sie den Kanal jetzt abonnieren, um sie nicht zu verpassen. Vielen Dank.